Und Sie sind Mopedfahrerin? Ja, ich bin Mopedfahrerin. Ich knatter hier so durch. Ah, okay. Ich bin Mopedfahrer. Ich knatter hier auch so durch. Oh, das trifft sich ja gut. Ja, vielleicht machen wir auch mal was zusammen. Vielleicht können wir mal zusammen irgendwo durch den Wald knattern. Ja, gute Idee. Ja. Okay. Durch den Wald knattern machen wir heute ganz schön viel, wenn es um das Thema Urlaub im Harz geht. Danach verlassen wir die Berge und schauen uns die Überreste der Grenze in Stapelburg und Hötensleben an. Hier führen wir am Abend sogar noch ein Interview. Das Thema Urlaub war in der DDR meist durch den FDGB, den Freien Deutschen Gewerkschaftsbund, organisiert. Ähnlich wie bereits zur NS-Zeit war es das Ziel des Regimes, Urlaub und Reisen der Bürger zu kontrollieren, aber auch als Erfolg der Sozialpolitik zu propagieren. Urlaub in einer Herberge des FDGB wie dem Erholungsheim Hermann Duncker bei Schirke war daher sehr günstig und kostete 1960 im Harz nur 17,50 Mark für 7 Tage. Allerdings waren die Plätze nur begrenzt verfügbar und die Vergabe unter anderem an berufliches Engagement geknüpft. Leider ist von dem Ferienheim heute nicht mehr viel übrig und dieser Teil der DDR-Vergangenheit scheint zunehmend in Vergessenheit zu geraten. Das ist schon echt ein abgefahrenes Gebäude. Ich habe das gerne mal gesehen in einem Zustand, wo es noch gut aussah. Bei einem Urlaub hier in Schirke war die Grenze allgegenwärtig. Los ging es schon mit Personalausweiskontrollen bei der Anreise, ging über Warnhinweisschilder auf Wanderungen und führte sogar dazu, dass Wanderkarten künstlich verzerrt wurden, um Flüchtende zu verwirren. Ab 1951 war Schirke zudem Standort der DDR-Grenztruppen und es gab im gesamten Harz Frühwarn- und Abhörsysteme, mit denen mögliche Angriffe erkannt und atomare Gegenschläge eingeleitet werden konnten. Aus heutiger Sicht klingt das alles auf jeden Fall nicht mehr nach einem entspannten Ort für den Urlaub. Mittlerweile ist der Harz vollkommen in der Hand des Tourismus und lockt mit immer neuen Attraktionen. Um einen wirklich sorgenfreien Urlaub zu erleben, muss man aber noch immer bewusst wegschauen, da die vertrockneten Wälder schon die nächste Krise des Klimawandels andeuten. Kann ich dir irgendwie helfen? Wir müssen ein bisschen Tetris spielen. Warte. Geil. Nachdem unser Proviant gut verstaut ist, geht es weiter. Die steilsten Berge sind geschafft und es geht fast nur noch bergab. Ziemlich schnell erreichen wir daher die Grenze zwischen Stapelburg und Eckartal. Am 11. November 1989 kam es hier zum ersten Mauerfall außerhalb Berlins, der durch den Bürgermeister von Stapelburg vorangetrieben wurde. Da Stapelburg direkt an der Grenze lag, war die Grenze mit einer Mauer besonders gesichert und der Ort war vom Rest der DDR stark isoliert. Da der Harz nun einige Kilometer hinter uns liegt, hat sich die Landschaft vollkommen verändert und wir fahren immer geradeaus durch endlose Felder. Außerdem ist gerade Erntezeit und moderne Mähdrescher sind leider zu groß und zu schnell, um sie mit unseren Simsons zu überholen. Die rund 50 Kilometer nach Hötensleben ziehen sich daher endlos. Mit etwas Verspätung erreichen wir aber unser Ziel. Obwohl wir total kaputt sind, bleibt keine Zeit zum Verschnaufen, weil das Abendlicht gerade absolut traumhaft ist, die netten Leute für unser Interview schon warten und wir zufällig das Team der Kelly Family treffen. Joey Kelly und sein Sohn machen nämlich gerade etwas Ähnliches wie wir und laufen bzw. fahren einmal entlang der Grenze. Aber der Reihe nach. Gitta Kappe hat 20 Jahre hier in Hötensleben mit Blick auf die Grenze gewohnt. Wie war das? Also Licht brauchten wir nicht groß, das war ja hier alles erleuchtet. Okay. Ja, und wie gesagt, also man hat sich irgendwie dran gewöhnt, aber als die Mauer dann stand und ich kam nach Hause von der Arbeit, das war eigentlich erstmal, was ist nun los? Was ist nun los? Naja, aber wie gesagt, alles Gewohnheit dann, ja. Aber es wurde viel hier, Leuchtkugeln gingen hoch und es wurde auch geschossen, also so einfach so an der Grenze zu wohnen war es nicht. Auch die Einrichtung der Sperrzonen 1952 bedeutete für die Bevölkerung besondere Beschränkungen, da in grenznahen Orten nur Besuch von Verwandtschaft ersten Grades und auch nur zu besonderen Anlässen erlaubt war. Und ersten Grades Besuch hatte ich in der DDR nicht, darum habe ich nie Besuch gekriegt. Dann haben wir einmal geschwindelt.
Das war eine Feier und da haben wir dann eigentlich auch als Pate angegeben. Und das muss auch rausgekommen sein, denn die durften nur ein paar Stunden bleiben, mussten sie wieder weg. Auf diese Weise wurde das Betreten des Sperrgebiets streng reglementiert und konnte selbst für Anwohnerinnen und Anwohner zum Problem werden. Und überall musste man den Ausweis haben. Geld konnte man vergessen, das war nicht so schlimm, bloß nicht den Ausweis. Eine Besonderheit in Hötensleben war, dass viele Bewohnerinnen und Bewohner vor der Grenzschließung im Tagebau gearbeitet haben, der direkt hinter der Grenze im Westen lag. Der ehemalige Bürgermeister Dieter Buchwald erinnert sich noch daran, was die Grenzschließung daher bedeutet hat. Am 26. Mai war die Grenzziehung. 170 Menschen im Hötensheim hatten auf einmal keine Arbeit mehr. Wir haben in der BKW gearbeitet, im Braunkohlenwerk. Haben doch schon 1/3 Westgeld bekommen, 2/3 Geld Ostgeld. Auf einmal waren sie arbeitslos. Denen hat man dann Arbeit zugewiesen und mussten dann hier die Grenze beräumen. Also alles, was da Wildwuchs war und Bäume waren, mussten sie roden. Dass die Menschen nicht zufrieden waren mit der Situation, könnte man sich ja vorstellen. Und dass das eventuell dann auch zum Widerstand und vielleicht zu einer Revolution führen würde, das hat man verhindert, indem man den Menschen Angst gemacht hat. Wie oft hat man denn gesehen, es wollte einer rüber und wurde geschnappt und dann darf man das gar nicht erzählen. Dann ging auch mal eine Mine hoch, das hat im ganzen Dorf gezittert und ich konnte mich darüber nicht beruhigen. Dann hat man mir gesagt, ich sollte mal lieber still sein. Nicht? Und, ja. Also das musste man alles so innerlich verkraften, was man nicht wahrhaben wollte. Vor allen Dingen, ich meine, die jüngeren Leute kannten nichts anderes, aber wir kannten ja den Weg hin und her. Einige Menschen traf es besonders hart und sie wurden nur wenige Tage nach der Grenzschließung zwangsumgesiedelt. Der 93-jährige Günther Gebhardt war einer von ihnen. Es hat morgens geklingelt um 6 Uhr. Aufstehen, Sie werden umgesiedelt. Ja, also angezogen und so weiter. Nun hatten wir ein Geschäft mit allem drum und dran, hatten gerade neu etwa 20 oder 25 Uhren gekriegt, schön Marmorsockel und so weiter. Die waren nicht immer ganz ausgepackt, waren bloß ein Teil ist ausgepackt und wurde eingeräumt. Und das haben sich alles kassiert. Da wurde keine Bestandsaufnahme mehr gemacht. Es hieß zwar, wir haben sie gemacht, aber wir haben nie eine gesehen. Bei der Ausweisung hat man uns nicht gesagt, wohin es gehen soll. Wir waren, ja, wir haben so Scherze gemacht und haben gesagt, wir sind gleich ein bisschen nach Russland durch. Wusste auch keiner. Denn es wurde hier nicht gesagt. Ne? Dann wurden wir noch auf dem Nebengleis geschoben in der Kreisstadt Oschersleben. Da standen wir 5, 6 Stunden, bis der Zug dann weiterfuhr. Obwohl die Familie formal nicht enteignet wurde, konnte sie nicht ins Sperrgebiet zurückkehren. Erst nach der Wende kam Günther Gebhardt zurück nach Hötensleben. Um die Erinnerung an die Grenze wachzuhalten, setzt sich der ehemalige Bürgermeister Dieter Buchwald schon seit der Wiedervereinigung für den Erhalt der Anlagen ein. Zusammen mit der Gedenkstätte Marienborn organisiert der Grenzdenkmalverein zudem umfangreiche Bildungsangebote. 1989, also am 19. November, konnten wir hier durch. Ja. Und da haben sich so ein paar zusammengefunden und haben gesagt, also das ist die Chance, wir müssen einen Teil dieser Grenze als Denkmal erhalten. 3 Jahre danach, nachdem wir also den Beschluss gefasst hatten und das Denkmal so nach und nach wieder erhalten haben und das kommunale Mittel eingesetzt haben, das Denkmal wieder herzurichten, hat sich Widerstand geregt und Unterschriften geleistet, über 400 Unterschriften, wo man dann gesagt hat, ist das denn noch Demokratie, wenn ich jetzt behaupte, das Denkmal muss erhalten werden als Bürgermeister, oder sind die 470 Unterschriften nicht eine Mehrheit? Soll ich nicht auch sagen, okay, weg damit und dann werde ich vielleicht bei der nächsten Wahl ein Jahr später wieder gewählt? Eine schwere Entscheidung, aber ich habe gesagt, okay, der A sagt, muss auf B sagen. Ich bin dafür, dieses Denkmal muss erhalten werden. Für die Generationen, die nach uns kommen. Denn was man angreifen kann, begreift man auch besser. Und das macht sich jetzt bezahlt. Also viele Leute kommen her und kriegen erst mit, wie die Grenze dann gewirkt hätte. Wir finden es großartig, dass sich Herr Buchwald mit seinem Entschluss am Ende durchsetzen konnte und auch die jahrelangen Hürden der Finanzierung bewältigt hat. Vielen Dank für Ihr Engagement und Durchhaltevermögen.
Allmählich geht auch dieser Tag unserer Reise zu Ende und die Sonne beginnt unterzugehen. Wir müssen uns noch um etwas zu essen kümmern und den Weg über dunkle Landstraßen zu unserer Unterkunft finden. Dafür ist die Beleuchtung der Simsons eigentlich viel zu schwach. Zum Glück ist es aber nicht mehr weit. In unserer nächsten Etappe geht schon morgens alles schief. Bei Javert geht das Antriebsritzel kaputt und wir haben keinen Ersatz dabei. Blöderweise ist auch noch Wochenende. Am Ende finden wir aber noch eine Lösung und können die Tour zum Grenzübergang Marienborn doch noch fortsetzen. Wir freuen uns, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid und den Kanal abonniert.